Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig-Leben-Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin wie immer dein ganz persönlicher Ermutigungscoach. Wenn du mich noch nicht kennst, dann schau dir unbedingt das erste Video dieser Reihe an, damit du besser verstehst, wer ich bin und wo ich bin und vor allem, was ich tue. Und wenn du mich schon kennst, dann kannst du dich jetzt auf ein Thema freuen, das sicherlich auch in deinem Leben schon eine Rolle gespielt hat. Wie immer an dieser Stelle habe ich gleich eine kleine Bitte an dich. Gib mir bitte hier unten ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst und damit dieses Video auch anderen Menschen angezeigt wird, die diese Tipps vielleicht sehr gut gebrauchen können. Du merkst, es ist sehr heiß, ich muss immer mal wieder wedeln. Heute bin ich nämlich wieder mal am Meer, was bei einer nicht allzu großen Insel wie Bali ja auch nicht sonderlich schwer ist. Ich hatte gerade hier in Sanur einen Termin und habe mich nun zum Mittagessen und für ein kurzes Sonnenbad am Strand ins Hotel Hyatt Regency begeben. Dabei kam mir die Idee, mein Video der Woche kurzerhand hier zu drehen. Zum Glück habe ich meine Ausrüstung immer im Auto. Denn dies ist tatsächlich ein wunderbarer Ort zum Entspannen und es sich gut gehen zu lassen. Und genau das soll ja heute unser Thema sein. Denn heute will ich darüber sprechen, dass bei fast jedem von uns ab und zu einfach mal die Luft raus ist, wie man so schön sagt. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass man unerklärlicherweise schlaff, erschöpft, antriebslos und ständig müde ist. Platt sagt man dazu ja auch im Deutschen. Und tatsächlich gibt uns unsere Sprache sehr viele Indikatoren für unseren körperlichen Zustand, den wir meist jedoch nicht wahrnehmen wollen oder können und somit auch nicht für wahrnehmen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns diese Art der Antriebslosigkeit, diesen Zustand fehlender Motivation und dieses Gefühl von Schwäche gut kennt. Die einen mehr, die anderen weniger stark, die einen mehr, die anderen weniger häufig. In meinem früheren Leben als erfolgreiche Journalistin bei einem Lifestyle-Magazin, Klammer auf, und alleinerziehende Mutter eines Kindergarten- und später Grundschulkindes, Klammer zu, bin ich in regelmäßigen Abständen in eines dieser Löcher gefallen. Leider hatte ich damals nicht im geringsten eine Vorstellung davon, was ich tun könnte, um wieder in meine Kraft und Leistungsfähigkeit zu kommen. Ich fühlte mich meist vor allen Dingen am Wochenende wie ausgelaugt, völlig leer und antriebslos. Manchmal starrte ich nur stundenlang leer vor mich hin. Fast immer kam ich in diesen Zuständen auch in eine tiefe Traurigkeit und die hat sich dann über die Dauer der Zeit, und das waren ja einige Jahre, immer mehr in Richtung Depression entwickelt, bis ich dann eines Tages völlig überraschend zusammenbrach und mit einem fetten Burnout in die Klinik eingeliefert wurde. Reaktive Depression und Nervenzusammenbruch hieß das damals noch. Und man bot mir zunächst natürlich, klar, erst einmal Psychopharmaka an. Doch ich spürte gleich, dass das nicht der richtige Weg für mich ist und machte mich auf die Suche nach Lösungen, die für mich passten. Also Lösungen aus meinem Dilemma, die mir schmeckten sozusagen. Zunächst einmal hatte ich allerdings eine 3-monatige Phase zu durchleben, in der ich zu nicht viel mehr in der Lage war, als mit leerem Blick geradeaus zu starren und endlos vor mich hin zu weinen. Doch dann, allmählich mit der Zeit, wurde das besser und ich recherchierte und suchte in den wenigen lichten Momenten, die ich hatte, nach natürlichen Möglichkeiten, meine Depression und Erschöpfung hinter mir zu lassen. Und tatsächlich, ich wurde fündig. Und ehrlich gesagt sammle ich bis heute weiter. Die besten dieser Tipps und Methoden habe ich in meinem kleinen E-Book Anti-Stress-Express zusammengefasst, das du dir auf meiner Webseite www.fischer-reinecke.de gerne gratis und völlig unverbindlich downloaden kannst. Ich habe das schon in einem anderen Video angeboten und kann es dir nur wirklich raten. Den Link dazu blende ich hier ein und poste ihn dann auch hier unten in der Videobeschreibung. Mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, den vielen Menschen da draußen, die sich heute ähnlich fühlen wie ich damals, ein Licht am Ende des Tunnels zu zeigen und ihnen Mut zu machen, dass sie aus eigener Kraft,
also ohne Psychopharmaka und auch ohne Psychiater, aus dieser Situation herausfinden können. Allerdings, und das sage ich durchaus mit einem Zwinkern im Auge, aber ich meine es dennoch sehr ernst, empfehle ich dringend, sich einen Coach zu suchen, der den Weg zurück in die Lebensfreude und zurück in die Leistungsfähigkeit begleitet. Ob ich das nun bin oder jemand anderes, der sich dafür qualifiziert hat, ist letztlich egal. Hauptsache, du tust etwas, wenn du von einem solchen Erschöpfungszustand betroffen oder auch nur bereits bedroht bist. Meine Erfahrung aus vielen Jahren Eigentherapie und Coaching hat gezeigt, dass die meisten Menschen, so wie ich damals, überhaupt nicht spüren, wie müde und erschöpft sie sind und wie ausgelaugt und sie sich daher immer weiter und weiter und weiter treiben. Das Thema der inneren Antreiber, mit denen wir uns selber in den Wahnsinn bzw. in die Erschöpfung treiben, behandle ich im nächsten oder vielleicht im übernächsten Video. Bevor du also überhaupt anfangen kannst, wirklich an deinem Erschöpfungszustand bzw. an der Verbesserung deines Zustandes zu arbeiten, ist es im ersten Schritt sehr wichtig und sehr vorteilhaft für dich, wenn du anfängst und übst und trainierst, überhaupt zu spüren, wann du erschöpft bist, wann du eine Pause bräuchtest und wann du beginnst, in die Leere zu rutschen. Und dazu benötigst du vor allem Achtsamkeit. Du solltest dich also aufmerksam beobachten und in dich hineinspüren. Ein gutes Hilfsmittel, das auch Ungeübte sofort anwenden können, ist übrigens die Frage: Fühle ich mich gerade schwer oder leicht? Das weißt du, wenn du diese Frage in deine Herzgegend schickst, in aller Regel sofort. Spür mal hin. Nimm wahr, ob da ein Druck auf deiner Brust lastet. Und dann weißt du gleich, wo du stehst. Wenn du diese Enge, diesen Druck, diese Last wahrgenommen hast, solltest du ihn auch für wahrnehmen. Leider übergehen die meisten Menschen diese Warnsignale aber mehrfach und rutschen dann nach und nach immer tiefer in diesen Erschöpfungszustand oder sogar also eben in die Erschöpfungsdepression. Tu dir das lieber nicht an. Der Weg da wieder heraus ist unvergleichlich härter, als wenn du rechtzeitig etwas unternimmst. Denn die Schmerzspuren, die das in deinem Gehirn produziert, und die fügst du dir ja auf Dauer im Grunde selber bei, die sind nachhaltig synaptisch verdrahtet. Und es braucht also daher umso länger, um sie wieder aufzulösen. Stattdessen kannst du im nächsten Schritt vielleicht sogar spüren, wie stark dieser Druck tatsächlich ist, der dich da belastet. Stell dir dazu eine Skala von 1 bis 10 vor. 1 ist ein winziger Druck und 10 ist ein Megadruck, der dich fast nicht mehr atmen lässt. Und bitte sei dabei vor allem ehrlich zu dir. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wenn du dich selber ständig mit der Peitsche antreibst, dich selber ständig belügst und dich selber von deiner Wahrnehmung abschneidest, dann schneidest du dich zugleich auch von deiner Motivation ab, von deinen guten Antreibern, von diesen Motivatoren, also von den Bildern, die dich in Bewegung bringen, die dir helfen, dein Leben auf eine gute Weise, also erfolgreich zu meistern. Auch dieses Thema, also das Thema der Motivatoren, werde ich in einem der nächsten Videos mal ausführlicher behandeln. Ist auch sehr spannend. Wenn du dich also selbst quasi ständig an der Leine durch dein Leben ziehst, so wie man einen Hund vielleicht beim Spazierengehen vom Baum wegzieht, so lernt dein inneres Motivationssystem mit dir selber in Widerstand zu gehen. Man sagt ja nicht umsonst, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn du so mit dir umgehst, lernt dein Gehirn oder auch dein Selbst, das nicht will, dass du es so behandelst, dir immer mehr Widerstand entgegenzusetzen. Um diesen Widerstand dann im Alltag zu überwinden, brauchst du unendlich viel Kraft. Und das genau ist der Grund, warum du dann abends oder am Wochenende dich so platt fühlst. Logisch? Ich kann dir das vielleicht am besten mit meinen beiden Händen veranschaulichen. Mach das ruhig jetzt mal mit. Du drückst also mit der rechten Hand nach links und mit der linken Hand dagegen nach rechts.
So, jetzt mach das mal mit allem Druck, mit aller Kraft, die du hast. Drück, drück, drück. Ah. Und? Wo kommst du hin? Genau, nirgendwo hin. Und wie viel Kraft kostet dich das? Genau, immens viel. Kannst du nun spüren, warum diese Methode, mit dir selbst umzugehen, absolut untauglich ist? Jetzt sagen mir viele meiner Klienten, ja klar, aber ich kann nichts machen, der Druck kommt ja von außen. Bin ich völlig machtlos. Das ist aber so gesehen nicht wahr. Du kannst dir dazu auch gerne mal das Video mit dem Titel "Du hast immer die Wahl", das findest du dann da oben, mal anschauen. Der Druck von außen kann dich nämlich nur erreichen, wenn du ihn nach innen hineinlässt. Wenn du dich also nicht abgrenzt, wenn du nicht Stopp sagst, wenn du nicht Nein sagst. Das schwierigste Wort der deutschen Sprache, wie ich immer sage. Mir hat damals der Satz sehr geholfen: Ich tue, was ich kann, mit den Mitteln, die ich habe, so schnell wie ich kann. Ein anderes Argument, das meine Klienten häufig ins Feld führen, ist der Satz: Aber ich helfe doch gerne, oder ich arbeite doch gerne, oder ich gebe doch so gerne. Das Problem dabei ist nur leider, dass du oder sie alle eben nicht bemerken, wenn die eigenen Kräfte aufgebraucht sind. Und auch dazu kannst du gerne mal das Video anschauen mit dem Titel "Sei egoistisch". Auch das findest du dann da oben. Es ist eben ganz entscheidend, dass dein Energiehaushalt stimmt. Das ist wie beim Geld. Wenn du zu viel ausgibst, hast du am Ende des Monats zu wenig übrig. Und so ist es mit unserer Energie ganz genauso. Wenn du zu viel hergibst an alle möglichen Dinge, dann hast du am Ende nicht mehr genug für dich oder für die wirklich wichtigen Dinge übrig. Du solltest also schleunigst lernen, deine Kraftspender zu identifizieren und eben auch deine Krafträuber kennenzulernen, damit du selbst dafür sorgen kannst, dass überall dort, wo du Kraft hergibst, auch Energie reinkommt. Sonst musst du irgendwann ausbrennen, also leer sein. Stell dir mal vor, du würdest die ganze Zeit mit deinem Auto fahren, ohne jemals zu tanken. Nur, was passiert dann? Genau. Das Auto bleibt einfach stehen. Und so ist es mit deinem Körper irgendwann auch. Also übernimm du die Verantwortung dafür, dass dein Körper, und das ist ja sozusagen dein Auto, dein Gefährt durch dieses Leben, dass dein Lebensmobil immer gut getankt ist, gut aufgetankt ist. Und wenn dann dein innerer Antreiber kommt in Form von schlechtem Gewissen, und dir einredet, du würdest deine Arbeit vernachlässigen oder du würdest deine Familie vernachlässigen oder du würdest deine Beziehung vernachlässigen oder womöglich du würdest deine Freunde vernachlässigen oder was auch immer vernachlässigen, dann gib dir einfach selbst die Erlaubnis, das jetzt eben zu tun. Dann ist das eben so. Die Alternative ist nämlich, dass du dich selbst vernachlässigst. Und wie sagt man so schön? Da sollte dir das eigene Hemd tatsächlich näher sein als die Hose der anderen. So, ich denke, jetzt komme ich mal so langsam zum Ende. Du merkst schon sicherlich, ich könnte über das Thema stundenlang reden und muss mich da immer selber zügeln. Aber wir haben ja noch ganz viele Möglichkeiten in weiteren Videos, das abzuhandeln. Es hat mich einfach das Thema Stress und Erschöpfung bisher in meinem Leben zu sehr beschäftigt. Und ich weiß eben auch, dass meine Klienten zum allergrößten Teil auch sehr intensiv damit beschäftigt sind. Also wenn du nicht die Verantwortung für dich und dein Leben und deine Gesundheit und deinen Kräftevorrat übernimmst, dann wird es niemand tun. Wenn du das aber tust, dann wirst du ziemlich schnell wieder deine Kraft spüren, dann wirst du dich wieder aufgepumpt fühlen, dann wirst du wieder im Spiel sein, nichts mehr mit platt sein und Luft raus, sondern da bist du prall und lebendig und mit großer Sprungkraft und Flexibilität bzw. Elastizität im Leben dabei. Hört sich das nicht gut an? Okay, so, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren, energiegeladenen Tag oder zumindest den Mut, ab jetzt selbst für deine Energiezufuhr selbst zu sorgen. Pump dich selber auf. Mach's gut, mach's dir schön und sorg bitte gut für dich. Das war deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye bye, ciao, ciao, bis bald.